Okay. Nochmal herzlich willkommen von mir an euch. Willkommen zur Fülle-Klinik. Und wir haben heute den ersten Teil. Das bedeutet, wir gehen heute ganz tief in die Hypnose-Codes. Weil erst wenn ihr etwas seht, könnt ihr es ändern. Hypnose-Codes sind Gedanken, Glaubenssätze und Ideen, die in euch sind und die den ganzen Tag immer wieder mehr oder weniger stark gedacht werden, die wie eine Art Hypnose auf dem Verstand liegen. Und wer von mir ein bisschen YouTube verfolgt, der hat bestimmt schon mitbekommen, dass ich gesagt habe, die Menschen stehen unter einer Art Hypnose und es ist einfach Zeit aufzuwachen. Und deswegen gehen wir heute in so Schlüsselcodes, Hypnose-Codes, die am Ende dafür sorgen, dass ihr in dem Gefühl von Mangel seid. Und eine Hypnose durchbreche ich am allerleichtesten. Und ich weiß nicht, wer aufmerksam meine Webseite gelesen hat. Hypnose ist ein Teil meiner Ausbildung gewesen. Und ich weiß sehr, sehr gut, wie jemand hypnotisiert wird. Und während Corona war das ein wunderbares Beispiel, wie eine Hypnose aussehen kann, indem man unterschwellig Botschaften bespielt, über Radio, über Zeitungen, über Gespräche, indem man andere dazu bringt, in Angst zu handeln oder Unsicherheiten zu sehen und dann am Ende wie ein Lauffeuer Ideen und Konzepte durch das Kollektiv sich von ganz alleine verbreiten. Und wenn einmal jemand etwas glaubt und schon vorneweg gesetzte Codes in sich hat, dann werden diese Codes mit Leichtigkeit sich durch diese Person weiter verteilen. Und einige dieser Verteilercodes, der Mangelcodes und die Teil dieser Hypnose-Codes sind, möchte ich mit euch anschauen. Nicht damit eure Energie runtergeht, sondern damit ihr sie seht. Und wenn ich wenn ich eine Hypnose lösen möchte oder Dinge, die in einer Hypnose gesetzt wurden, lösen möchte, muss ich erkennen, dass das, was ich denke, Teil einer Hypnose ist. Deswegen lade ich euch ein, schaut nicht mehr weg. Auch wenn hier der erste Teil ein bisschen darauf abzielt, den ein oder anderen auf der einen Seite zu erinnern, wie eine Art Spiegel, kann es sein, dass der andere unter euch sehr, sehr stark resoniert im nicht ganz so positiven mit dem, was ich sage. Und weil einfach diese Codes, diese Hypnose-Codes auch in sich tragen, sich selbst zu verteidigen. Das bedeutet, der Verstand und das Ego möchte manche dieser Hypnose-Codes behalten. Oder man ist so stark im Verurteilen und im Verdrängen, dass man versucht, diese Realität des Verdrängens aufrechtzuerhalten. Und dann kann es sein, dass man sich hinstellt und sagt, ich habe diese Codes nicht, ich nicht. Aber ich lade euch ein, ganz ehrlich und reflektierend mit euch hier, mit mir Seite an Seite durch diesen Kurs zu gehen. Es ist eine Einladung zu sehen, wenn ihr bereit seid. Weil alles, was ihr seht, könnt ihr ändern. Wenn ihr etwas nicht seht, dann könnt ihr es nicht ändern. Das ist wie, als würdet ihr permanent so durch den Raum laufen und euch beschweren, dass ihr ständig überall hängen bleibt oder dann eine Vase runterfällt. Aber wenn ihr dann die Hände von den Augen nehmt, auf einmal seht ihr den ganzen Raum und dann ist nicht mehr der Tisch oder der Stuhl oder die Vase das Blöde in dem Raum, sondern ihr seht es und könnt darum herum navigieren. Und was auch der Fall ist, ihr werdet diese Hypnose-Codes in anderen Leuten sehen. Und ich lade euch hier ein kleiner Appell von meinem Herzen zu eurem. Es gibt genug Menschen auf diesem Planeten, die noch nicht bereit sind, diese Hypnose-Codes loszulassen, die nicht bereit sind, aus dieser Hypnose aufzuwachen. Und dann lasst sie doch bitte in ihrer Hypnose schlafen. Jede Seele nimmt diese Hypnose-Codes auf mit einem Wunsch, mit einer Bestimmung zu erfahren. Und wer seid ihr, andere aus ihrem Traum zu holen? Ihr wisst doch gar nicht, ob das gerade nicht der größte und schönste Traum der Seele ist oder der wichtigste oder der bedeutendste. Das bedeutet, ihr werdet die Hypnose-Codes sehr, sehr stark bei anderen Leuten sehen. Erlaubt
den anderen Leuten diese Hypnose-Codes zu haben. Sie wachen von ganz alleine auf. Und wenn sie aufwachen und beginnen, Fragen zu stellen, dann könnt ihr ihnen helfen, die Hypnose zu sehen. Bis dahin werdet ihr feststellen, dass es noch andere Hypnose-Codes in euch gibt, die wir alle heute besprechen werden. Wir haben 18 Stück, 18 wichtige Hypnose-Codes. Dann wisst ihr, ich habe einen weiteren Hypnose-Code zum Lösen. Und welcher das ist, ihr werdet es heute mit mir gemeinsam herausfinden. Dann werdet ihr mehr verstehen von dem Wirrwarr, was ich gerade spreche. Dieser Kurs, ich habe euch vorhin gesagt, ihr seid Stellvertreter hier in diesem Kurs für das Kollektiv und für verschiedene Leute, die hier noch in Zukunft in diesen Kurs eintreten werden. Und jeder einzelne von euch ist wertvoll. Und glaubt mir, wenn ihr diese Hypnose-Codes löst, löst ihr Wellen des Aufwachens in eurem gesamten Umfeld aus, weil ihr euch anders verhaltet, weil ihr zum Vorbild werdet und weil ihr wie Tageslicht wirkt für Leute, die träumen und schlafen. Irgendwann werden sie von dem hellsten Licht der Sonne wach. Und das ist genau das, was passiert. Also erlaubt den Leuten zu schlafen, solange sie wollen. In eurer Gegenwart können sie es nicht mehr lang tun. Also erlaubt euch auch eure Größe zu sehen hier und euch nicht klein zu machen mehr in euren Gedanken. Ihr werdet gleich auch verstehen, auch das ist ein Hypnose-Code. Ihr seid so bedeutend für die Menschen, die eure Realität kreuzen, und sei es nur die Person, die an der Kasse euer Geld entgegennimmt, wenn ihr einkaufen seid. Ihr seid so wichtig für diese Menschen und deswegen bin ich so unendlich dankbar, diese Kurse geben zu dürfen, und bin noch dankbarer, dass ihr euch gerufen fühlt, hier zu sein und euer Licht anmacht und ein bisschen weiter aufdreht. Und darum noch einmal von meinem Herzen zu eurem Herzen die Einladung: Schaut euch alles an und schaut bitte, bitte, bitte nicht mehr weg. Es gibt keinen Grund für Schuld, Verdrängung oder Verurteilung, weil alles ist Teil eurer Kreation. Und ich möchte euch einmal einladen, weil das Teil ist von dem Kurs. Ihr habt alle irgendwo in euch das Gefühl von Mangel. Sonst wärt ihr nicht gerufen worden in diese kleine Fülle-Klinik, um diese Mangelcodes, die Hypnose-Codes herausoperieren zu lassen. Und darum lade ich euch ein, einmal das Gefühl von Mangel in euch zu aktivieren und buchstäblich ein bisschen präsent werden zu lassen. Und ich lade euch ein, hier in euer Herz zu atmen. Und einmal zu erlauben, dass der Mangel oder die Essenz des Mangels in euch spürbar sein darf. Weil das gilt auch, nicht mehr wegzusehen, nicht mehr zu verdrängen, sondern den Mangel zu sehen, den ihr mit den Hypnose-Codes kreiert habt. Und in Mangel zu sein, ist fast wie das Gefühl zu haben, in Wasser zu sein und zu ertrinken. Wie als wäre man unter Wasser gefangen und man möchte auftauchen, aber man kommt einfach nicht an die Oberfläche. Und selbst wenn man an der Oberfläche ist, bildet das Wasser so eine starke Barriere, dass ich fast nicht durchbrechen kann. Erlaubt euch mal, es so zu fühlen, in diesem Bild. Und fühlt mal, wie sich dieser Mangel anfühlt, der euch umgibt. Und hier können wir fast sagen, dass die Gedanken und Ideen und Konzepte und die daraus resultierenden Emotionen und Energien wie Wasser sind, die euch umgeben. Und die Gedanken, die Hypnose hält euch unter Wasser wie in einem kleinen Albtraum. Die Oberfläche so nah und doch kommt man einfach nicht raus. Und ich mache dieses Spiel mit euch gerade nur, um zu präsentieren,
Zustand sich selbst gefangen hält. Und ich muss mich ein wenig entschuldigen, weil Sajama hat das zu machen. Einfach mal, wie sehr man noch mit Gedanken Selbstverstand halten kann und auch meistens unterbewusst hält. Und ich frage euch, wie schwer noch wäre, wie fest muss ich die Gedanken halten, um endlich an die Wasseroberfläche zu kommen, um frei atmen zu können, in Fülle sein zu können, in Leichtigkeit sein zu können. Und hier kann man sagen, die Stärke und die Dicke der Wasseroberfläche und der Sog des Wassers und vielleicht die Leichtigkeit, wie ihr hier nach oben kommt und Luft holen könnt, an der frischen Luft, ist hier ein Sinnbild davon, wie stark eure Gedanken euch bestimmen und wie leicht ihr oder wie schwer ihr eure Gedanken nehmt. Und was ich hier ab jetzt für euch in diesem einen Kursteil einwebe, während wir sprechen, sind die Energien der Leichtigkeit, des Sehens und des Loslassens. Aber ich kann für euch nicht loslassen. Ich kann euch nicht an die Wasseroberfläche bringen, eure eigenen Gedanken. Aber ich kann euch die ganze Entscheidungskraft zurückgeben. Aber ihr müsst sie annehmen. Und ich würde jetzt hier in dieser Energie mit euch ein bisschen weitergehen. Und zwar in den ersten der 18 Hypnose-Codes. Andere sagen Sklaven-Codes oder Versklavungscodes. Ich finde Hypnose-Codes viel schöner und viel dezenter, weil dann klingen sie nicht so radikal, nicht wahr?